Es geht so schnell und plötzlich ist es weg, das Geld. Fake-Shops sind ein riesengroßes Problem im Internet und diese Fake-Shops werden immer professioneller und oft ist nicht nur dein Geld weg, oft hast du danach noch ganz andere Probleme. Ich bin gerade auf YouTube, gucke mir Videos an, da wird mir eine Werbung ausgespielt, da muss ich einfach draufklicken. Und wenn ich jetzt die Preise hier sehe, dann finde ich die unglaublich. Hier zum Beispiel ein Mic-Mac-Schweißgerät für 50 € mit kostenlosem Versand. Hier ist eine komplette Beschreibung, unten sind sogar noch andere Kunden, die waren extrem zufrieden. Jetzt überlege ich natürlich, kann das wirklich ernst sein? Aber im Prinzip denke ich mir, 50 €, wenn die weg sind, ja, dann sind 50 € weg, aber wenn ich für 50 € so ein geniales Schweißgerät kriege, dann wäre das doch der absolute Schnapper. Ich gehe zum Checkout, ich kann jetzt hier nur per Kreditkarte bezahlen, ja, ist auch nicht ganz so schlimm. Und so denken wirklich viele und nehmen solche Angebote an. Und Fake-Shops sind heutzutage eine absolute Seuche im Internet. Und wenn es wirklich schlimm kommt, dann kann es knüppelhageldick kommen. Und dann sind nicht nur die 50 € weg und man hat kein Schweißgerät, sondern man hat noch ganz andere Probleme. Und jetzt werden viele Leute vor dem Video sitzen und sagen, Mann, sind die doof. Und das ist definitiv nicht so. Ich möchte euch mal an verschiedenen Stellen zeigen, dass das nicht so ist. Punkt 1 ist wirklich, es gibt aktuell Zeit Online einen großen Bericht darüber. Fake-Shops von der Stange habe ich mir durchgelesen und danach habe ich auch angefangen zu recherchieren. Und da sind wir auf Punkt Nummer 3, 113.000 Fälle. Und wenn man sich die Webseiten anguckt, ich habe mal verschiedene rausgesucht, das ist hier so ein Autozubehör, Webshop, ist nicht so sonderlich gut gemacht, Klamotten nicht so gut gemacht. Hier ist ein Klamottenshop, der ist schon wirklich richtig gut gemacht. Alle Bilder sind kopiert, es sind alles Markenshops oder Markenprodukte und da kann man schon schwach werden. Und das sind wir ja auch teilweise gewöhnt von Zalando, von Amazon, von anderen Shops, dass wir da teilweise riesengroße Rabatte angeboten kriegen. Und da ist man natürlich schnell dabei. Der Mensch ist natürlich immer noch ein Jäger, Sammler, Schnäppchenjäger. Und es gibt aber auch viele verschiedene Werkzeugshops. Ich hatte den hier eben, das ist der Werkzeugshop von Parkside, der heißt Outparks. Hier sind wirklich sensationelle Angebote. Das Ganze wird einem permanent bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook als Werbung ausgespielt. Es gibt aber auch viele andere. Das ist zum Beispiel ein Milwaukee-Shop. Hier gibt es tausende von Milwaukee-Artikeln in den verschiedensten Formen. Alles extrem günstig. Ich kann hier in Dollar bezahlen, in Euro bezahlen. Und der absolute Hammer, das ist ein Engelbert Strauß Shop. Der ist 100%ig kopiert, in allen Einzelheiten. Alle Bilder sind hier kopiert, also man hat hier wirklich keinerlei Hemmungen. Das Einzige, was hier der große Unterschied ist, dass man hier, wird auch noch Vertrauen aufgebaut, Arbeitskleidung aus Deutschland, dass hier die Artikel viel günstiger sind. Zum Beispiel hier so eine Jacke für 35 €, hier eine Jacke für 20 €, Hose 19 €. Da kann man natürlich schwach werden. Und dann muss man sich selber immer überlegen, wenn man auch die ganzen Rabatte auf den vielen Webseiten sieht, wenn wir jetzt wieder Black Friday sehen, wie sie da alle Rabatte raushauen. Wir verkommen natürlich auch immer mehr zu so einer englischen, amerikanischen Gesellschaft, wo das normal ist, dass man in den Schaufenster guckt. Wenn man in Amerika war, dann ist es gleich 2 für 1 und irgendwas und 50% Rabatt, 90% Rabatt. Sowas gab es früher nicht. Heute im Internet findet man sowas sehr viel. Und da sind viele Leute dafür affin oder viele Menschen und sagen ganz einfach von wegen, ich kaufe mir mal hier eine Arbeitsjacke für 11 € statt für 43 €, bestelle ich natürlich gleich ein bisschen mehr und schon ist so eine Bestellung abgeschlossen und schon ist man abgezockt. Und wenn man im Internet ein bisschen sucht, die Listen zu diesen Fake-Shops, die sind wirklich so unglaublich lang und das geht hier immer und immer weiter. Also das sind wirklich Tausende. Ich habe hier stundenlang vorgesessen und habe einen Fake-Shop nach dem anderen gefunden. Der war mir als erstes, wie gesagt, präsent und ansonsten hier zum Beispiel dieser Milwaukee-Shop. Hier ist auch jeder Artikel vernünftig angelegt. Also da steckt auch sehr viel Arbeit drin. Hier gibt es zum Beispiel mal, dass hier irgendwas nicht dargestellt wird. Aber im Prinzip hier die verschiedensten Bilder und so, das ist alles von
Milwaukee 1:1 geklaut und macht das Ganze wirklich seriös. Also ist eine Sache. Und wenn man es noch mal seriöser haben will, dann habe ich hier zum Beispiel auch Heizöl-Shops gefunden, die einen da versuchen abzuziehen. Verschiedene Webseiten. Die Webseiten hören sich schon so von der Domain her sehr interessant an oder sehr seriös an. Und dann habe ich hier so eine Webseite ganz einfach. Die ist toll aufgebaut. Man hat hier diese verschiedenen Zertifikate, die sollen uns zeigen, dass das Ganze wirklich seriös ist. Und hier ist dann wirklich die Falle, dass man hierüber Heizöl bestellt und am Ende des Tages kein Heizöl bekommt, aber im Vorfeld eine Rechnung. Und es gibt manche gutgläubige Leute, und wenn das 2 oder 3 von 100 machen, dann haben die ihr Geld verdient. Dann haben die ihr Geld richtig, richtig verdient. Also ist so eine Sache, hört man auch in der Öffentlichkeit relativ wenig von. Und das größte Problem, das zeige ich euch jetzt. Jetzt kann es natürlich passieren, dass du nie einen Artikel bekommst, dass du dein Geld auch nie wieder zurückkommst. Es kann aber auch richtig dicke kommen. Und das will ich euch natürlich auch noch mal in Kurzform zeigen. Das heißt, wenn ich das Ganze hier in meinen Warenkorb tue, dann habe ich sogar noch kostenlosen Versand. Und wenn ich dann hier aufs Bezahlen gehe, dann ist plötzlich nur die Kreditkarte möglich als Bezahloption. Wenn ich jetzt hier mit der Kreditkarte bezahle, dann wird die belastet und auf der anderen Seite haben die natürlich meine Kreditkartendaten und die können Sie unter Umständen nutzen und können damit eine Menge Schabernack durchführen. Ich habe das selber schon mal gehabt. Das war nicht über so eine Fake-Webseite, sondern wahrscheinlich, weil ich in Asien im Urlaub war und da eingekauft habe mit der Kreditkarte, dass man da meine Daten kopiert hat. Und ich habe dann plötzlich eine Kreditkartenabrechnung von 600 € bekommen. Darum, ich hätte erst überlegt, hier mal so eine Testbestellung zu machen, aber mit den Kreditkartendaten, das ist mir doch viel, viel zu heikel. Also ich habe da eine Abrechnung bekommen von 600 € damals, musste eine einstweilige Verfügung abgeben, dass ich das nicht war. Die Bestellungen waren aus aller Welt. Ich konnte nachweisen, dass ich da nie war. War eine Menge Papierkram und am Ende des Tages habe ich nach 3 Monaten mein Geld wiedergekriegt. Und das ist wirklich extrem ärgerlich. Und ich habe viele Leute, die zum Beispiel auch diese günstigen Laserschweißgeräte gekauft haben. Ich habe Leute, die günstige Max-Schweißgeräte im Internet gekauft haben, die da wirklich extrem auf die Schnauze gefallen sind. Und bei denen wurde dann halt auch mit den Kreditkartendaten rumgeast. Da wurde dann halt auch weltweit mit eingekauft und am Ende des Tages ist man in Erklärungsnot, dass man das selber nicht war. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn dann die Kreditkarte irgendwo gesperrt ist. Ich kenne jemanden, der ist in Urlaub gefahren, da war die Kreditkarte plötzlich gesperrt. Das ist hier zum Beispiel dieser Duschshop, der ist auch sehr gut gemacht und die Rabatte oder die Aktionen sind hier nicht so massiv. Es ist halt alles nur mal ein bisschen günstiger, als es normal ist und es sind auch alles wirklich Markenartikel. Und wenn ich das jetzt hier in den Warenkorb tue, dann kann ich mir den Warenkorb anzeigen lassen. Dauert hier leider kurz. So, und wenn ich das jetzt kaufen will und zur Kasse gehe, kann ich hier Expressversand sogar noch wählen, kann aber auch den normalen Versand wählen. Dann gebe ich hier auch meine Daten ein und hier habe ich sogar PayPal. Die machen sogar hier noch I'm not a robot, ja, dass du also auch wirklich ein normaler Mensch bist. Machen hier auch noch eine Sicherheitsfunktion. Das soll dir alles irgendwo faken, dass das Ganze wirklich kein Problem ist. Und jetzt kann man hier bestellen. Ich werde nicht auf den Bestellbutton natürlich klicken und dann wird es bei PayPal auch über eine ganz perfide Masche so dargestellt, dass du hier an Freunde Geld senden machst oder dass du hier irgendwo eine Spende abgibst. Da gibt es verschiedene Maschen der Abzockung und so wird man dann teilweise bei einer Kreditkarte doppelt abgezockt und hier nur über den normalen Betrag, in Anführungszeichen nur. Wenn man sich hier so einen Duschshop und man kauft sich da so eine Duschkabine und sowas, da kommt natürlich auch mal schnell 200-300 € zusammen. Und so findet man wirklich tausende von sehr guten Webseiten und die werden immer besser und die Maschen werden immer perfider. Also im Grunde genommen ist es immer natürlich der gesunde Menschenverstand. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nicht sicher sind, wir haben ja auch wieder das Internet, wenn man hier zum Beispiel das Ganze einfach mal googelt, ich habe hier den Shop, wo wir eben waren mit den Parkside-Werkzeugen und wenn man den googelt, dann findet man gleich diverse Webseiten, wo darauf hingewiesen wird, dass es sich hier um Betrug handelt. Wenn man auf so einer Seite schon bestellt hat, sollte man auf jeden Fall das Geld so schnell es geht zurückbuchen, zurückfordern. Man sollte eventuell prüfen, ob man da eine Anzeige erstellt oder dergleichen. Dazu gibt es auch die verschiedensten Webseiten. Ich finde das Thema extrem spannend und wenn man sich anguckt, wie
genau diese Webseiten gemacht sind und wie wenig über dieses Thema doch in der Öffentlichkeit berichtet wird, weil im Prinzip wollen alle Online-Shops natürlich seriös wirken. Und wenn da eine riesengroße Welle auftaucht, dass es viele Online-Shops gibt, wo wirklich Betrug vorherrscht, dann kriegen die Leute natürlich Angst, fangen wieder an, im stationären Handel zu kaufen. Das wollen die Online-Unternehmer natürlich nicht. Auch Kreditkartenunternehmen wollen natürlich seriös sein, wollen als seriös gelten. Und das ist für mich, glaube ich, so der größte Grund, warum man das gar nicht so breit in der Öffentlichkeit findet. Das hier von der Zeit Online, das ist ein sehr interessanter Artikel. Lest euch den mal durch. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen und mit euren Werkzeugen, die ihr hoffentlich in einem seriösen Online-Shop kauft. Ich verlinke hier unter immer viele, wo man wirklich seriös kaufen kann. Bis dann, euer Manni.